fertig. Die Hitze ist brutal. So, wie versprochen, sind wir jetzt in unserem Hotel in Viesch angekommen. Konnten sogar schon einchecken, ein bisschen früher, das ist super. Und ich zeige euch mal das Zimmer. Hier sind schon die ganzen Equipment-Sachen für den Lauf. Unser Bettchen. Zoppi am Frühstück vorbereiten mit kleinem Waschbecken noch. Unser Frühstücksplatz ist hier richtig schön auf dem Balkon mit toller Sicht. Und da hinten irgendwo muss der Sportplatz sein, wo dann Start und Ziel ist. Und dann geht es über den Berg da hinten rüber zum Aletsch-Gletscher. Wir sind gespannt, wie es wird. Jetzt gibt es erstmal Frühstück. Für die, die sich dafür interessieren, was ich so vor so einem 100-Kilometer-Lauf esse den Tag, habe ich euch das mal so ein bisschen aufgeführt und dann zeige ich euch das jetzt mal. Und zwar haben wir als erstes die Supplements. Von links nach rechts gesehen haben wir da Magnesium, Eisen, Omega-3 und Omega-6. Und die B-Vitamine, dazu kommt eine leckere Brausetablette und natürlich Orthomol Sport als Vorbereitung. Dann gibt es ein leckeres Müsli, bestehend aus Haferflocken, Chiasamen, so ein Basenbrei und Hafermilch. Dazu Bananen, Heidelbeeren, Aprikosen, alles basisch, also gut gegen Übersäuerung. Und leckeres Dinkel-Vollkornbrot mit zum einen Avocado und Sprossen, Hummus und Mandelmus und Marmelade. Ja, das gibt es jetzt zum Frühstück und abends, wie man es so kennt, das typische Pasta-Party, wird es Dinkel-Vollkornnudeln geben mit angebratenem Gemüse, einer Tomatensauce, aber das seht ihr dann später. Also, guten Appetit! Eine Sache noch. Das, was ich hier esse, funktioniert natürlich für mich sehr gut. Ich baue da auf vegane Ernährung kurz vorm Lauf. Muss natürlich nicht für jeden funktionieren. Und jeder sollte da seine Richtung finden. Das ist ganz wichtig. Für mich funktioniert es sehr gut und ich habe damit auch schon meine Erfahrung gesammelt und die sollte auch jeder für sich sammeln. Wenn es jemand mal probieren möchte, macht es gerne. Probiert es vorher aus mit dem Trainingslauf und so weiter und so fort. Ob ihr das so vertragt. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich finde es super. Bei mir funktioniert es 1A und das habe ich über die letzten Jahre so rausgefunden. Der Wahnsinn ist ausgebrochen. Ja, das Packen nimmt denn doch schon ein bisschen Zeit in Anspruch. Denn es gibt tatsächlich bei dem Lauf 3 Stationen, wo es Dropbacks gibt. Und damit ich nicht alles auf einmal mitschleppen muss, habe ich das natürlich gut aufgeteilt. Und das wollte ich euch jetzt einfach mal kurz ein bisschen zeigen. Zum einen haben wir hier natürlich mein Startset mit Schuhen, Erste-Hilfe-Set-Stöcken, erste Verpflegung, Trinkblase, Softflask. Natürlich, weil es ein becherloser Lauf ist, auch Becher, Taschentücher, Salztabletten, eine Stirnlampe, die Weste natürlich, die wichtigsten Utensilien wie Ausweis, Kreditkarte, ein bisschen Geld und so weiter und so fort, Ersatzmaske und die Gore-Tex-Jacke. Dann gibt es am Verpflegungspunkt 1, wo der erste Dropback liegt, ein paar Ersatzschuhe, die mit mehr Dämpfung sind. Hier so ein erstes Set gemischt mit Nüssen, Trockenfrüchten und so weiter und so fort, was man halt so brauchen kann. So ein paar Riegel, Gels, Magnesium und mein Liebstes sind ja diese Babynahrung, die nutze ich viel lieber als die Gels. Und natürlich auch noch eine vorbereitete Softflask mit Pulver drin von InnoSnack. Zeige ich euch mal kurz. Und zwar dieses hier, InnoSnack, schönen Gruß nochmal, unser Partner vom Transalpine Run 2019. Die ganzen Getränke und Snacks von denen basieren auf der Basis von Isomaltulose, also langanhaltend und wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Also ich habe viele ISO-Getränke schon ausprobiert und Snacks und so weiter. Und InnoSnack ist da auf jeden Fall ganz, ganz weit vorne. Schmeckt mir sehr, sehr gut persönlich. Probiert es einfach mal aus. Dann Dropback Nummer 2. Den erreiche ich nach der Hälfte ungefähr, nach über 50 Kilometern. Da habe ich einen Satz Ersatzkleidung komplett einmal, falls irgendwas kaputt sein sollte oder durch sein sollte, es regnen sollte oder so weiter.
Dann eine Ersatztaschenlampe, nochmal Nüsse, Trockenfrüchte und so weiter. Und auch das gleiche hier noch ein paar Riegel, ein paar Gels, Magnesium, Babynahrung und mein vorbereiteter ISO-Drink. Dazu kommt noch für meine Uhr eine Powerbank, denn ich weiß nicht, wie lange ich unterwegs sein werde und ob die Uhr das im GPS-Modus so aushält. Und beim letzten Dropback habe ich nochmal auf Nummer sicher meine altbewährten Lone Peak 3,5, mit denen ich schon über 3000 Kilometer auf der Uhr habe, mit reingepackt. Ein Ersatz-Erste-Hilfe-Set, nochmal so ein bisschen was Physiomäßiges, falls ich was für die Muskulatur brauche. Und auch dort nochmal ein paar Nüsse, ein paar Gels, Riegel, Magnesium und so weiter und so fort. Ja, das Ganze hat jetzt schon, weiß ich nicht, 1,5 Stunden Zeit in Anspruch genommen und Vorbereitung ist auf jeden Fall da ultra wichtig. Es ist nicht nur ein Ultralauf, sondern auch ultra wichtig, was für eine Vorbereitung man macht. Und dementsprechend war mir das ganz wichtig, dass wir das in Ruhe machen können. Und jetzt tüte ich das alles ein, werde das Ganze einchecken, die ganzen Dropbacks und meine Sachen einfach mal kurz kontrollieren lassen von dem Team dort. Und ja, dann hoffen wir, dass morgen ab 6 Uhr alles gut läuft. Das Wetter scheint auf unserer Seite zu sein. Ich meine, schaut mal raus. Einfach traumhaft. Es sind hier, keine Ahnung, 28 Grad, Sonne pur. Man erkennt es auch hier. Ja, wie ihr seht, das Wetter ist 1A. Und ja, wir sind gut vorbereitet für morgen. Also, wir sehen uns morgen. Ciao, ciao. So, und der Vollständigkeit halber natürlich die Pasta-Party am Abend mit Sprossen, schönem Gemüse und Tofu und einer leichten Tomatensauce und noch ein bisschen Salat dazu. Yummy, yummy. Jetzt hauen wir auf jeden Fall rein und hoffen wir, dass wir genug Energie jetzt futtern können, damit es morgen reicht für den Lauf. Bis morgen. 3:43 Uhr. Aufstehen. Juhu! Es ist jetzt kurz nach 4 und nach der ganzen Fresserei gestern heißt es nun Frühstück. Da haben wir hier eine Stulle mit Mandelmus und Marmelade. Dann natürlich hier Magnesium, Orthomol Sport nochmal, eine Brausetablette, ein Müsli und um den Organismus in Fahrt zu bringen noch einen Kaffee mit Hafermilch. Hunger habe ich natürlich gar keinen, aber da müssen wir jetzt durch. Die Energie muss rein. Also futtern und dann anziehen. Five, 4, 3, 2, 1, let's go! Die ersten 500 Höhenmeter sind gemacht. Wir sind an der ersten Hütte angekommen. Läuft gut. Die ersten 800 Meter sind geschafft. Noch 600
bis zur ersten Bergspitze. Schöne Grüße an Roland Stauder. Das erinnert mich an den Stoneman Dolomiti letztes Jahr. Wunderbarer Lauf. Kann ich sehr empfehlen. Schaut mal rein in meine Videos. Da habe ich ein Video drüber gepostet. Wirklich 1A. Verpflegungspunkt Nummer 1. Juhu! Schönen Gruß an die Potsdamer Band. Cherry Bomb. Weiter geht's. Wow. Mega. Vorsicht, rutschig! Ich hab's gesehen. Alles gut bei dir? Alles gut, ja. Nur ein kurzer Stopp an VP2. Wo ist er denn? Da. Becher Wasser und ein paar Brezeln. Mir geht's super gut. Ich werde gleich mein erstes Squishy nehmen, also meine Babynahrung da. 15 Kilometer, fast 16 sind gemacht. 1600 Höhenmeter. 2 Stunden 42. Es läuft richtig gut. Die Gegend hier ist der absolute Wahnsinn. Mega schön. Einmal ein bisschen ausgerutscht auf dem Felsen, aber das passiert. Ja, weiter geht's, würde ich sagen. Jetzt geht's langsam wieder runter. Und dann kommen wir auch schon zum ersten VP mit Dropback. Und wo unsere beste Support Crew auf wartet. Darauf freue ich mich auch sehr. Noch ungefähr 11 Kilometer, dann bin ich da. Na denn, weiter geht's. Wuhu! Jetzt geht's wohl runter.
die erste Hängebrücke. Wuhu! Schön wackelig. Da ging es gerade runter übrigens. Hoch. Zack. Mega! Mega! Mega geil! Mega steil. Runter nach Niederwald. Jetzt hier. Links rum. Verpflegungspunkt 3. Jetzt werden erstmal Schuhe gewechselt. Jawohl. So, wieder auf dem Weg. Der Verpflegungstrupp kam leider etwas spät. Deswegen habe ich ein bisschen Zeit am Verpflegungspunkt liegen lassen. Ist aber nicht weiter schlimm. Hatte ich halt eine 40-minütige Pause, konnte gut essen und bin jetzt wieder auf dem Weg. 30 Kilometer sind geschafft, bisschen über 5 Stunden und jetzt kommt gleich der nächste Berg. Mal schauen, wie der wird. Ja, moin. Kuckuck. Na, siehst du?
Cool. Wieder auf einer Alm hier gelandet. Jetzt geht es natürlich wieder berghoch. Unten im Tal waren gefühlt 87 Grad. So, Pi mal Daumen. Ultra heiß. Wetterbericht hat 22 Grad gesagt, also es sind locker 30. Jedenfalls, guckt euch das hier wieder an. Hoch, hoch, hoch. Naja, kämpfen wir uns mal hier den Weg nach oben. Was eine Aussicht. Schaut mal. Boom. Ein bisschen Beine erfrischen, würde ich sagen. Toll. Richtig toll. Immer schön frisch halten den Kopf. So Freunde, wir haben den 14. August. Es ist brutal heiß. Wer kommt mit mir im Schnee spielen? Hihi. Wisst ihr, was man da macht, wenn einem so warm ist? Man nimmt einfach Schnee und packt es in den Nacken. Das funktioniert einwandfrei. Das hält so eine Weile. Oder noch ein bisschen mehr. Super schön. Ich glaube, oder ich hoffe, dieser Anstieg auf den höchsten Punkt ist bald geschafft. Ich glaube, so viel ist nicht mehr. Da oben irgendwo. Höchster Punkt der Strecke, 2655 Meter. Und so sieht's aus. Woohoo! So Freunde, da unten ging es heute Morgen los. Dann ging es da hinten hoch. Dahinter ist der Gletscher. Da ging es lang. Dann irgendwo da hinten runter. Hier runter nach Niederwald. Darüber. Wieder runter. Dann um den Berg rum. Über den Berg rüber. Und jetzt bin ich hier. Und das in 9 Stunden. Und was macht ihr so? Der nächste Verpflegungspunkt hier in Kaiserstadt. Super geiles Restaurant, wie man hier sieht. Da, guck mal, ciao. Und hier, ein fast aufgegessener Salat. Ja, und ich habe sogar einen Radler bekommen. Ein Radler. Ja, und hier ist natürlich auch das Support-Team. Das war natürlich an dem Verpflegungspunkt 3 auch, aber ich musste dann halt schnell los, deswegen hat man da keine Zeit mehr. Großartig. 52 Kilometer auf der Uhr. Ich glaube knapp 4000 Höhenmeter. Ich bin todesfertig. Die Hitze ist brutal. Ich habe mir Schnee in den Nacken gepackt, wie ihr schon gesehen habt. Und ich nehme jedes Wasserloch mit, was ich finde, um jedes auf den Kopf zu hauen. Das ist wirklich echt Wahnsinn. Aber es geht weiter. Nächster Punkt ist in 13,5 Kilometer, 650 Höhenmeter. Das ist der 3. und vorletzte Berg. Sieht gut aus bisher. Also alle sind fertig, nicht nur ich. Das ist das Gute daran. Und ja, ich liege auch noch völlig im Zeitplan mit den 20 Stunden, aber die Kraft schwindet natürlich, also weiß ich nicht, ob das überhaupt funktioniert. Ja, genau. Also, weiter geht's.
habe was gefunden. Die erste Wolke heute am Himmel. Wow, cool. Vielleicht spendet sie ja später noch ein bisschen Schatten. Mal gucken. Ja, weiter geht's nach oben. Natürlich. Das war der dritte von 4 Anstiegen. Der vierte kommt noch übers Breithorn. Ach du Scheiße. Vor allem schön vor dem Aufstieg hier 3 Kilometer erstmal falsch gelaufen. Zusatzkilometer sind natürlich richtig angesagt bei einem 100 Kilometer Lauf. Naja, weiter geht's. Ihr werdet es nicht glauben, ich komme gerade vom Checkpoint vor der letzten großen Steigung und hier hat man tatsächlich eine Beinmassage bekommen. Mann, mega, mega toll. Also ich bin wirklich sehr begeistert von dem Team hier, die sind alle super nett. Und falls ihr auch solche Läufe macht, guckt euch unbedingt den Swiss Alps 100 an. Es gibt da 3 verschiedene Distanzen und falls euch das interessiert, meldet euch nächstes Jahr an. Das ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Ein Bett im Kohlfeld. Das ist immer da, denn es ist die Schweiz. Und das ist schon dabei. Auf dem Weg hoch zum letzten Gipfel, dem Breithorn, wurde der Tag zur Nacht und ich schloss mich mit Arnaud, einem Mitläufer aus der Schweiz, zusammen. Weitere 30 Kilometer und 1600 Höhenmeter führte uns der Weg im Dunkeln bis nach Fisch.
Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis bald, euer Robert.